Zunächst hatte ich überhaupt keine Ahnung, von wo aus ich meinen diesjährigen Jakobsweg beginnen würde. Es kam mir so vor, als wäre ich inzwischen alle wichtigen spanischen Wege nach Santiago bereits gegangen. Dann erfuhr ich, dass Joaquín vorhatte, auf dem Camino de Levante zu laufen. Und Alfonso wollte von Alicante aus auf dem Camino del Sureste Richtung Santiago wandern. Warum also nicht? Den Levante kannte ich noch nicht, und so gäbe es eine Möglichkeit, nach 20 Jahren endlich einmal wieder Valencia zu besuchen, eine Stadt, die sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben soll. Joaquín hatte mir auf der Via de la Plata viel davon erzählt. Dort könnte ich vielleicht auch meinen Pilgerkumpel Chechu treffen. Die Ciudad de las Ciencias raubte mir wirklich beinahe den Atem. Höchst eindrucksvolle, fantasievolle Architektur gibt es hier zu sehen. Zu Beginn meiner Reise wusste ich aber noch nicht, dass eine meiner SD-Karten Probleme machen würde und ich, zurück in Deutschland, keinerlei Aufnahmen vom ersten Teil der Reise von Valencia bis über Toledo hinaus vorfinden würde. Was für ein Ärger! Aber wichtig sind die Bilder im Kopf, die Erinnerungen, die sich dort eingebrannt haben. Die ersten Etappen führten zumeist auf Asphalt, denn die Region um Valencia ist stark zersiedelt. Dann, in der Sierra hinein bis Chinchilla del Monte Aragonés, ist der Weg anstrengend, aber abwechslungsreich. Von Albacete bis fast nach Toledo ist die Wanderung auf der Meseta von Castilla-La Mancha eintönig, wie es mir noch von meinen Abenteuern auf dem Camino del Sureste gut in Erinnerung ist. Kalt war es, fast immer wehte frontal ein eisiger Wind von Nordwest. Und genau wie ich den Sureste ohne Ivan nie angefangen hätte, war ich auch dieses Mal froh, mit Joaquín in Gesellschaft zu wandern. Viel mehr Pilger als 3 Jahre zuvor sind mir auch dieses Mal nicht begegnet. 2 Deutsche gab es, manchmal auch noch einen Franzosen, und in La Roda, wo Ivan seinen australischen Hut vergessen hatte, trafen wir Kevin, einen sehr belesenen Australier irischer Herkunft, der so gut wie alle Jakobswege kannte und Joaquín mit seinen Kenntnissen über die spanische Geschichte immer wieder in Erstaunen versetzte. Leider war die famose Pilgerherberge in der Stierkampfarena von La Roda wegen einer bevorstehenden Corrida geschlossen und wir mussten in ein Hotel ausweichen. In El Toboso, der Stadt von Don Quijotes Dulcinea, holte uns endlich Alfonso ein. Wir übernachteten im Kloster. In Toledo, wo wir einen Tag Pause einlegten, um uns alle Sehenswürdigkeiten der Stadt in Ruhe ansehen zu können, trennten sich unsere Wege dann wieder von Kevin, der nach Madrid fuhr, um seine Frau abzuholen und mit ihr den Weg im Abstand von 2 Tagen hinter uns fortzusetzen. Many greetings to Kevin. An der Finca Casa de Estivell, wo die gelben Pfeile überpinselt worden waren, um die Pilger in die Irre zu führen, gab es so viele Störche zu sehen, dass ich sehr viel gefilmt hatte und meine erste SD-Karte voll war, sodass ich sie wechselte. Hier beginnt also mein eigentliches Tagebuch. No, pero vamos, la necesito menos la gafa. Eso no es ilusión. Tampoco te vamos a quitar la ilusión. Joder. Claramente este hombre no quieren que pase por ahí nadie, ¿eh? Hoy y mañana me daba... ¿Cómo se llama? Voy a encontrar un lugar mejor para colocarlo, pero debe ser de cigüeña, creo yo. Sí, porque para colibrí tiene mucha... Iba a ir muy descompensado un colibrí.
mira cómo está la borra. Zwischenzeitlich hat es heftig geschauert, aber nach einer kurzen Pause in einer Bar von Rielves scheint schon wieder die Sonne. Dank der eingespeicherten Tour eines anderen Pilgers in Joaquins GPS-Gerät verpassen wir die dortige Jakobuskirche. Kurze Zeit darauf trennen sich unsere Wege, da Alfonso den Camino del Sureste nach Noves folgt, wo sich eine einmalig schöne Herberge befindet, die ich noch gut in Erinnerung habe. Joaquin und ich gehen nach Torrijos weiter. Ahí nos separamos. ¿Eh? ¿Hasta cuándo? San Bartolomé. Máximo hasta el miércoles, máximo. Bueno, pues lo dicho, ¿estamos en contacto? Sí. ¿Eh? No es una despedida, es un hasta luego. Mira, perfecto. Mira. Los dos. Un camino para el asturiano en amarillo y azul. Como tiene que ser, y para los rojos, a la izquierda. Seguro. Durch den Regen ist der sehr tonhaltige Lehmboden nun ausgesprochen klebrig und bleibt an den Sohlen haften. Das Gehen wird dadurch beschwerlicher. Diese Bodenbeschaffenheit ist die einzige, bei der ich mich beinahe nach Asphalt sehne. Torrijos ist es gar nicht so leicht, eine Unterkunft zu finden und wir irren etwa eine Stunde durch den relativ großen Ort, nur um festzustellen, dass die Pensionen, die Joaquin im Internet herausgesucht hat, inzwischen geschlossen sind. Die Krise in Spanien, vor allem auf dem Bau, macht sich deutlich bemerkbar. Wo nicht mehr gebaut wird, brauchen auch keine Bauarbeiter günstige Unterkünfte mehr. Zum Glück hat er auch die Nummer eines Hotels, das allerdings auf der anderen Seite des Städtchens liegt. Auf dem Weg dorthin sammeln wir die beiden deutschen Pilger ein, die ebenfalls noch nicht wissen, wo sie unterkommen sollen.
Morgen verläuft ziemlich ereignislos. Joaquin und ich marschieren. Der Himmel ist bedrohlich düster, aber es regnet nicht. Die Wege sind aufgeweicht und wir versuchen, auf der Grasnarbe zu laufen, so sie denn vorhanden ist, denn der Lehm ist glitschig. Joaquin ist regelrecht besessen vom Fotografieren der Gedenktafeln für die Gefallenen des Spanischen Bürgerkriegs an einigen Kirchen. Ja estás obsesionado. Dort wird ausschließlich der Gefallenen auf Seiten des Diktators Franco gedacht, nicht derjenigen, die für die Republik gestorben sind. In diesen kleinen Dörfern finden sich zuweilen sogar noch Straßen und Plätze, die nach dem Generalissimo Franco benannt sind, so als hätte die Transition, der Übergang zur Demokratie vor über 30 Jahren, nie stattgefunden und als wären diese Orte im modernen Spanien nie angekommen, sondern in einer Zeitfalle gefangen. Bevor wir Maqueda erreichen, führt der Weg durch grüne Felder. Der lehmhaltige Boden ist sicherlich sehr nährstoffreich, aber bei Nässe auch ungemein rutschig. So ungern ich auf Landstraße laufe, hier wäre es mir lieber gewesen. Es kommt mir so vor, als würde ich auf Plateauschuhen laufen, meine Sohlen sind bestimmt schon 10 cm dick. Bei jedem Schritt werden meine Füße schwerer und ich muss aufpassen, nicht auszugleiten. Joaquin hat seit gestern seine Technik, auf dieser Art von Bodenbelag zu laufen, enorm verbessert. Ich weiß nicht, wie er es anstellt.
Alfonso, der am Vortag eine weitaus längere Etappe als wir hatte, ist schon vor Stunden durch Escalona gekommen. Da das Wetter nach wie vor trocken ist, beschließen wir, nicht im Polideportivo von Escalona zu übernachten, sondern noch 7,5 Kilometer weiter nach Almorox zu wandern, obwohl es massenhaft Hinweise darauf gibt, dass es in Escalona schon seit langer Zeit eine reiche Pilgertradition gibt, denn dort war die einzige Brücke über den Rio Albarreche weit und breit. Escalona tiene una escala ahí en su escudo. Den späten Nachmittag und frühen Abend nutzen wir, um uns ausgiebig Almorox anzusehen.